Hallo meine Freunde, kein Auto heute, sondern die Nähmaschine von der Katharin. Unsere Singer Curvy hat ein kleines Problem. Wenn man mit der Maschine versucht zu nähen, gibt es ein Problem. Das ist die Oberseite. Für den Oberfaden haben wir jetzt zur Unterscheidung auch speziellen roten Faden genommen. Drehe ich um, sehen wir die Katastrophe. Die Maschine hat eine absolute Arrhythmie. Sprich, hier fehlen die ganzen Knoten. Hier hat sie mal einen Stich gemacht, hier einen. Dann fehlen hier 4, 5 Stiche mindestens. Hier wieder einer, 2 fehlen. Die Katharin hat das Handbuch studiert und alle dort beschriebenen Fehlermöglichkeiten abgearbeitet. Leider hat es nicht geholfen. Deshalb komme ich jetzt ins Spiel, weil jetzt müssen wir an die Maschine selbst. Die Nadel drückt den Oberfaden nach unten. Unten gibt es den Haken, der dann einhaken sollte, um den Knoten zu machen. Und dieser Haken kommt nicht zur richtigen Zeit an der Nadel vorbei. Neudeutsch würde man dieses Problem als ein Timing-Problem bezeichnen. Das heißt, das Timing der Nadel und des Hakens zueinander passen nicht. Schauen wir mal da unten rein, das sind 2 so kleine Schräubchen. Für die gibt es extra einen Spezialschraubenzieher bei der Singer. Wenn die auf sind, sind es nur wenige Umdrehungen. Kann ich auch die zweite weg. Dann die Platte hier ein bisschen andrücken, genau an dem Punkt drücken und dann nach vorne ziehen. Die Nadel muss natürlich oben sein für diese Übung. So, dann haben wir hier die 2 Fäden. Jetzt können wir die Unterspule noch rausnehmen, mit dem Träger gleich. Gut. Fuß machen wir auch noch weg, dann sehen wir ein bisschen besser. So, hier sehen wir die einzelnen Teile der Maschine. Ich drehe jetzt die Maschine mal per Hand durch. Die muss man hier an dem Rad gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann schauen wir im Fuß, was passiert. Die Nadel senkt sich, trifft auch den richtigen Freiraum. Allerdings ist der Haken, der jetzt rechts ins Bild kommt, noch zu weit weg und erwischt den Faden nicht mehr und deshalb haben wir keine Knoten. Das heißt, wir müssen jetzt den Bezug zwischen der Drehung hier am Rad, also da dreht sich das Teil unten, und der Nadel, hier muss der Bezug, die Synchronisation geändert werden. Bevor wir die Maschine öffnen, müssen wir natürlich die Netzspannung trennen und das Pedal können wir auch gleich abziehen. Dann legt ihr die Maschine einfach vorsichtig auf die Rückseite. Hier unten erkennt ihr einen Deckel. Der Deckel hat 3 Kreuzschlitzschrauben, einfach ausdrehen. Und schon fällt uns der ganze Deckel entgegen. Hier erkennt ihr, wie die Maschine funktioniert. Während ich mit der Hand drehe, kann ich mir hier den Mechanismus mal anschauen. Der Steuerriemen nimmt die untere Welle mit. Und hier haben wir auch die Einstellmöglichkeit. Hier sind 2 Schrauben, mit denen man den Bezug zur Achse ändern kann. Für die Schrauben braucht ihr solche Schlüssel, also entweder einen klassischen Imbusschlüssel mit 2,5 mm, der sieht so aus, oder ein Bit mit den gleichen Dimensionen. Wir stellen die Nadel mal in die Nähe des tiefsten Punktes. So ungefähr haben wir den tiefsten Punkt. Drehen die Maschine wieder um. Die eine Schraube ist zugänglich, wenn die Nadel in der Nähe des tiefsten Punktes ist. Die lassen wir jetzt noch zu. Dann drehen wir weiter auf die zweite Schraube. Öffnen die zweite Schraube. Und dann wieder zurück und die Schraube öffnen. Jetzt ist der Bezug vollkommen frei. Dann halten wir hier das Rad fest und mit der anderen können wir jetzt das Haken-Timing einstellen. So, dann drehen wir ein Stück weiter, dass die Nadel auch frei kommt. Ich stelle das mal in diesen Bereich. Das heißt, so ein Stück weg, wir müssen nachher schauen, ob das hinkommt. In der Position ziehen wir mal eins der Schräubchen an. Dann drehen wir von Hand durch und schauen wir mal, wo wir wirklich mit dem Timing gelandet sind. Jetzt ist das Timing soweit gut. Die Nadel senkt sich, trifft den Freiraum. Der tiefste Punkt liegt ungefähr hier, so 1-2 cm von der Kante weg. Und bevor sie richtig nach oben kommt, hakt der Haken hier den Faden ein und wir können unseren Knoten machen. In dieser Stellung dreht er jetzt beide Schrauben
mal gut fest. Und die zweite natürlich auch noch ein Stück. So, machen wir noch einen finalen Test. Aha. Das sieht mal soweit gut aus. Wenn die Schrauben wieder fest sind, vor der Inbetriebnahme muss natürlich auf jeden Fall der Deckel drauf. Die Maschine hat ja lebensgefährliche Spannungen. Wenn er die Schrauben anzieht, müsst ihr sie erst in die Gegenrichtung drehen. Aha, habt ihr gehört? Jetzt hat sie ihr Gewinde gefunden. Und dann geht sie ganz leicht rein. Wenn die schwer geht, schneidet ihr neues Gewinde im Kunststoff. Ansetzen und jetzt ein bisschen Aha, habt ihr den Knack gehört? Jetzt findet sie ihr Gewinde. Die muss ganz leicht reingehen und am Ende braucht ihr hier auch wirklich nicht fest anziehen. Jetzt setzen wir die Unterspule mit Träger wieder ein. Die hat hier eine Nase. Die Nase muss hier an die Feder. Das heißt, ihr kommt von der Richtung kommend hier drunter und dann geht sie eigentlich ohne Gewalt. Müsst ihr ein bisschen spielen und drin ist sie. So passt sie. Wir haben die Nase extra für euch noch ein bisschen farblich markiert. Nur wenn die Nadel an der höchsten Position ist, passt alles. Die Platte ist ein bisschen tricky. Die muss so rein, dass ihr sie hier mal ansetzt und jetzt hier ein bisschen drauf drücken. Dann könnt ihr sie zart nach hinten schieben. Ihr seht, wenn die Löcher passen, sitzt sie richtig. In der Position setzt ihr die Schrauben an, die könnt ihr mal so vorsichtig mit der Hand eindrehen und dann nur ganz leicht mit diesem Mini-Schraubenzieher. Das reicht schon. Wenn die Maschine wieder zu ist, können wir auch die Netzspannung wieder verbinden und natürlich stecken wir auch das Pedal drauf. Schalten wir die Maschine mal an, um sie auch vernünftig zu resetten. Aha, jetzt ist sie wieder in Grundstellung. Wie man richtig näht, dafür haben wir einen extra Kanal für euch gemacht. Da zeigt euch meine Frau, wie man ganz tolle Projekte macht. Hier seht ihr unser Ergebnis. Der neue Stich im Vergleich zum alten, der neue ist perfekt. Die Spannung stimmt, wir sehen so gut wie nichts von dem roten Faden. Wir schauen uns das mal oben an. Hier sehen wir so gut wie nichts von dem weißen Faden. So, ihr seht, wir haben mit ganz wenig Instrumenten die Maschine wieder repariert. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.